Würdest du bei Rockstar Games arbeiten? Ich auf jeden Fall ja, damit ihr sehen kann, wie weit die mit GTA 6 sind, was dort vorkommen wird und wann es erscheinen wird. Und ich würde auf jeden Fall liegen, weil ich der Meinung bin, dass die GTA Community endlich mal Antworten kriegen soll, weil wir keine von Rockstar Games kriegen. Nur deswegen will ich dort arbeiten und wenn ich alle Informationen teile, werde ich gefeuert und lande vielleicht in den Knast. Ist kein Problem, Hauptsache ihr wisst, wann GTA 6 kommt. Damit willkommen meine Damen und Herren, Yankee mit 2E Unit 91 für euch am Start. Heute ist etwas Interessantes passiert, beziehungsweise ich habe heute etwas Interessantes gelesen. Diese Nachricht ist schon 1-2 Tage alt. Oh mein Gott, Yankee, du wirst alt. Du brauchst jetzt 1-2 Tage für sowas. Ja, Leute, es tut mir leid, ich bin alt. Hallo, ich werde am 2. Dezember 30. Rockstar Games hat etwas Großes vor. Eine Stellenausschreibung, die für Frische sorgen könnte, wurde im Internet gesichtet und das werden wir heute uns genauer anschauen, was dort los ist. Und es gibt dazu schon passend wieder einen Leak. Die Stellenausschreibung ist offiziell, das findest du auf der Webseite von Rockstar Games, wo die halt Stellenausschreibungen haben. Dort wurde zum Beispiel auch schon mal einer gesucht, der halt für cinematische Kinotrailer zuständig sein sollte. Dort sind viele ausgegangen, dass das halt etwas mit GTA 6 oder der verbesserten Version von GTA 5 zu tun haben kann. Ich denke eher letzteres, weil wir noch überhaupt keine Videos dazu haben, werden wir wahrscheinlich von der verbesserten Version neue Inhalte bekommen und sehen. Die aktuelle Stellenausschreibung, die wir in diesem Video besprechen, ist eine ganz andere Position, und zwar sucht Rockstar Games nach einem Live Operations Koordinator. Die Aufgaben solch einer Person sind einfach beschrieben, Live-Events in Videospielen, so wie wir das zum Beispiel von Fortnite kennen. Fortnite hat einen riesen Hype damit bekommen, weil sie damals richtig gute Live-Events präsentiert haben. In Call of Duty Warzone, also im Battle Royale Spiel von Call of Duty, gibt es auch Live-Events, die auch immer wieder für einen riesen Hype sorgen. Die Live-Events sind so gut besucht in den Videospielen, dass die Server abschmieren, beziehungsweise dass nicht jeder in die Server reingehen kann. Also da geht immer sehr viel ab, und da aktuell GTA Online eines der aktuellsten Spiele ist, auch Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall, aber man kann eher davon ausgehen, dass etwas für GTA 5 gesucht wird, und zwar der Live Operations Coordinator. Noch ist nichts passiert, aber wenn etwas passieren sollte, gibt es von mir natürlich auf jeden Fall Informationen. Deswegen an dieser Stelle ein Hinweis: Abonnieren und Glocke aktivieren, Leute, verpasst nichts. Es könnte was kommen, nicht jederzeit, weil erstmal müssen die einen finden, da muss der sich einarbeiten. Das wird also nicht von heute auf morgen passieren. Das könnte aber halt so September bestimmt losgehen, wenn die sofort einen finden sollten. Eine Person, die sehr viel Gutes drauf hat. Am besten wäre es, wenn die OGs von Fortnite nehmen, weil lasst uns ehrlich sein, Leute, die OG-Zeiten von Fortnite waren gut. Die waren gut, ist halt nun mal so, da kann man sich nicht drüber streiten, es ist so. Ansonsten wären die nicht an der Position, wo sie heute sind, dass die unendlich viel Geld haben gefühlt und halt auch mal sich keine Mühe hier und da geben wie früher, weil sie es nicht mehr nötig haben, weil sie Cash in the Tash haben. Irgendwie traue ich persönlich dem Ganzen aber nicht, um ehrlich zu sein. Warum? Ganz einfach, weil Rockstar Games in der Vergangenheit immer wieder halt diesen Move gemacht hat. Erstmal auf Twitter ankündigen: GTA kommt bald. Red Dead Redemption 2 ist in Arbeit. Punkt. Fertig. Das war's. Keine E3, keine Gamescom, keine Präsentation, nichts. Aber dadurch, dass das halt schon etwas länger her ist mit dem GTA-Teil, könnten die eventuell halt dafür sorgen, dass das wieder im Hype ist. Aktuell postet Rockstar Games nur Mist in den sozialen Medien, meiner Meinung nach. Die machen Werbung für Plattenlabel, das hat überhaupt nichts mit Spielen zu tun. Die machen Werbung für so viele verschiedene Sachen, teilen Bilder von der Community, was ich richtig gut finde, aber die machen einfach nichts anderes, außer halt uns ärgern. Aber andererseits muss man an dieser Stelle erwähnen, dass Rockstar Games in der Vergangenheit bei Updates hier und da ein paar kleine Veränderungen gemacht hat. Früher war das so, dass die halt einen Tag bevor das Update kam, manchmal gesagt haben, morgen kommt ein Update. Deren Ziel war es damals, dass wir nicht viel Geld machen und uns nicht vorbereiten. Heutzutage hat ja jeder sehr viel Geld, es gibt sehr viele Glitcher und das wäre ein falscher Weg, heutzutage zu sagen, hey Leute, morgen kommt das Update raus, und viele Leute würden dann sagen, was, ich bin gar nicht vorbereitet. Deswegen wird das Rockstar Games halt nicht mehr so machen. Was sie ja gemacht haben, zum Beispiel beim Casino, ist eine Baustelle davor setzen, dass dort dran gearbeitet wird. Bei Cayo Perico hatte man einen Strand, eine Person, die angespült worden ist. Und man hatte halt nochmal an der Disco, nicht Disco,
am Casino wurde ja nochmal ein Nachtclub, eine Disco hinzugefügt und dort gab es ja auch schon so kleine Veränderungen, eine Baustelle und dass dort halt etwas passieren wird. Und dann hat sich halt alles ein bisschen geändert. Und Rockstar Games könnte diesen Schritt halt weitergehen mit den Live-Events. Und passend dazu gibt es halt im Internet noch ein Leak, was ich gefunden habe. Und zwar wird dort nicht nur über Live-Events geredet, sondern über die angeblichen Pläne, die kommen werden. Für die auf Musik stehen in GTA, es werden angeblich über 100 neue Lieder hinzugefügt mit neuen Radiosendern in GTA verbesserte Version. Also das ist nur für PlayStation 5 und Xbox Series. Obwohl die Lieder könnten auch bei den aktuellen PlayStation 4 und Xbox One Versionen rauskommen und PC natürlich. Alles wurde natürlich verbessert, Fahrzeugschaden wurde verbessert, Fahrzeugphysik wurde verbessert, das nennt man Game Engine, die wurde allgemein deutlich verbessert. Angeblich gibt es Virtual Reality Support, also VR-Brille Support, das wäre interessant. Und es gibt bessere Ragdolls. Was sind Ragdolls? Wenn du jemanden halt anrempelst, wenn du jemanden schlägst, also die Physik, wie diese Person, der Charakter, sei es dein Charakter oder halt nicht spielbare Charaktere, wenn sie angefahren werden, wie sie reagieren. Wenn man GTA 4 kennt, dann weiß man, dass in GTA 4 alles ein bisschen schöner war bei Thema Physik und in GTA 5 gab es sozusagen eine unsichtbare Blockade, du wurdest abgebremst, wenn du mit einem Motorrad einen Unfall gebaut hast. Vielleicht wird das verbessert, vielleicht aber auch nicht. Und dann natürlich ganz wichtig, meine Damen und Herren, zu GTA 6 wurde auch etwas geschrieben. Und zwar soll die verbesserte Version angeblich 4 große Updates kriegen und diese Updates werden alle in Richtung GTA 6 Hinweise gehen, sodass es halt zum Schluss nach den 4 großen Updates eine riesen Kampagne gibt zu GTA 6, wo es halt Live-Events gibt, wo es halt neue Ankündigungen gibt, aber das müsst ihr natürlich mit Vorsicht genießen. Dass ein Live-Coordinator gesucht wird, das ist klar. Das sieht man bei Rockstar Games. Aber das andere ist nicht so klar. Das Ding ist aber hierbei jetzt, dieser Live-Coordinator wurde erst seit ein paar Tagen gesichtet und dieser Leak zu GTA 6, den gibt es schon seit Mai. Also fast einen Monat dazwischen und deswegen kann das stimmen und deswegen habe ich das auch erwähnt, weil diese Events sehr nah beieinander liegen und der eine hat von etwas berichtet, bevor es die Stellenausschreibung von Rockstar Games gab. Bei Rockstar Games wurde aber halt sehr viel schon damals gesucht und gefunden. Und es kam dann einfach nichts. Also die haben zum Beispiel halt irgendwas gesucht, was ein Hinweis für GTA 6 war und es kam einfach nichts. Es kann natürlich sein, dass das halt alles nächstes Jahr passiert. Es kann sein, dass das alles halt schon ab November erscheint, wo die neueste GTA-Version erscheinen wird, wo alles verbessert sein wird. Oder es kann einfach sein, dass Rockstar Games einfach nur etwas sucht, testet und es gar nicht rausbringt. Eine Hoffnung gibt es noch und zwar wird Sony sehr wahrscheinlich bald ein Live-Event planen, wo halt neue Sony-Spiele vorgestellt werden. Die verbesserte Version von GTA wurde ja auch schon letztes Jahr beim Sony Live-Event vorgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr einfach weitermachen und genau wieder beim gleichen Event endlich mal Gameplay zeigen, weil es gibt überhaupt kein Gameplay, Leute. Dieser Trailer, den es zur verbesserten Version gab, da gab es noch Trailer-Inhalte von der PlayStation 3 Version und Beta-Inhalte, die es gar nicht ins volle Spiel reingepasst haben. Und deswegen muss Rockstar Games endlich mal Leistung bringen und uns endlich mal überzeugen, dass wir uns auf die verbesserte Version freuen müssen, sollen, können, werden, haben. Ich bin raus, meine Damen und Herren. Schaut euch die aktuelle Eventwoche an, die wird euch gerade eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Keep it on my guy. Tschüss.